Ramadan Tag 2 Frühstück gibt es wieder ein Porridge. Diesmal habe ich Buchweizenflocken, Gerstenflocken, Haferflocken und Dinkelflocken. Dann habe ich hier jetzt einen Apfel klein geschnitten, Zimt natürlich. Und das Ganze koche ich wieder mit Mandelmilch auf. Oben drauf kommen noch ein bisschen Walnüsse und Ahornsirup. Das schmeckt auch sehr lecker. Fastentag 2. Ich bin ausgeschlafen. Alhamdulillah, ich bin wirklich gestern um 21 Uhr schlafen gegangen vor den Kindern. Die haben mir noch so... Die sind voll spät schlafen gegangen. Das habe ich heute Morgen gemerkt. Die kamen aus dem Bett gekommen zum Sahur. Sahur ist übrigens dieses nächtliche Frühstück. Iftar ist das Fastenbrechen am Abend, das Abendessen. Für diejenigen, die die Begriffe nicht kennen. Deswegen sage ich dann immer morgendliches Frühstück oder nächtliches Frühstück. Auf jeden Fall, ja, 21 Uhr bin ich schlafen gegangen, um 3 Uhr aufgestanden. Dann wieder das gleiche wie gestern. Deswegen filme ich jetzt nicht jeden Tag das gleiche, weil das nimmt ja auch viel Zeit. Ja, wieder das gleiche, diesmal ein bisschen anderes Porridge gemacht, Eier gegessen, ich habe meinen Kaffee getrunken. Dann habe ich nur gebetet, Koran gelesen und dann Video geschnitten. Das ist immer eigentlich eine wirklich gute Zeit und bin dann um 8 nochmal ins Bett gegangen. Konnte aber leider wieder nicht einschlafen, so dass ich, glaube ich, erst, keine Ahnung, gegen 9 oder so eingeschlafen bin und bin dann, ja, 10:30 aufgestanden. Ich glaube, ich vermute, es liegt am Matcha, weil Matcha ist halt so, Matcha kickt nicht so wie Kaffee direkt so rein und hält dann aber nur 2-3 Stunden, der Effekt so vom Kaffee, der aufputschende. Bei Matcha ist es so, der ist sehr langfristig, also der putscht einen nicht direkt auf, aber dafür halt so ein bisschen langfristiger. Deswegen, ich glaube, ich verzichte mal auf den Matcha. Nachts vielleicht, weil ich mag halt immer dieses Feeling, halt sowas zu trinken, so, wisst ihr, dieses Kaffee oder Matcha. Ich versuche mal, ob ich vielleicht ein Käffchen trinke, ob das besser ist. Oder halt, ich lasse es komplett weg. Also ich versuche es heute Nacht oder eben morgen Nacht dann mit einem Kaffee statt dem Matcha und schau mal, ob das besser ist. Ansonsten lasse ich es komplett weg, würde ich sagen, ist besser. Ja, aber das ist so meine Routine, ne? Die anderen gehen dann immer nach dem Morgengebet direkt schlafen, aber für mich ist das immer so schön, produktiv zu sein. Dann schnippel ich für euch, dann bin ich aufgestanden, habe Hausarbeit gemacht. Ich sag's euch, im Ramadan habe ich so eine schöne Routine, deswegen schaffe ich das auch so, euch auch die Vlogs zu produzieren, weil ich wirklich super produktiv bin im Ramadan. Ist das wirklich, weil im Ramadan hat ja auch sowas mit Disziplin zu tun, dass man da ja eben fastet und so und auf bestimmte Dinge achtet und sich da so einen anderen Alltag ein bisschen aufbaut und natürlich auch mehr religiöse Sachen macht und so, und dementsprechend
bin ich da halt nochmal so fokussierter zu gucken, okay, dann und dann mache ich das und erledige ich das, damit ich alles schaffe. Ne, also wie gesagt, vorher dann Hausarbeit und dann mache ich mich mal ready hier und dann geht es halt los, dass ich euch hier auch mitnehme. Es ist jetzt auch schon ja, 2:30, also wir legen los. Heute machen wir eine selbstgemachte Lasagne. Ich mache auch die Lasagneplatten selber. Ich schaue mal, ich glaube, ich mache hier einen Mix aus Hartweizen und Emma-Vollkorn oder Einkorn. Keine Ahnung, also wird auf jeden Fall Vollkorn, aber Teil mit Hartweizen, Grieß, weil die werden einfach, ich habe gemerkt, die Nudeln generell werden besser, wenn ein bisschen Hartweizen mit dabei ist. Ich habe zwar auch reine Vollkornnudeln gemacht, ich glaube, die waren auch aus Emma gewesen, die waren auch ganz gut, aber der Teig verarbeitet sich einfacher, wenn ein bisschen Hartweizen mit da drin ist, deswegen mache ich halbe halbe. Ich muss mal überlegen, ich mache eine große Lasagne, so oft mache ich wirklich 2 Lasagne-Aufläufe. Ja, aber dadurch, dass wir auch heute eine Suppe zur Vorspeise haben, natürlich einen Salat dabei haben werden, reicht eine große Lasagne, würde ich sagen. Deswegen überlege ich gerade, ob ich ein halbes Kilo Mehl mir reicht oder ob ich 1 Kilo mache. Wenn was über ist, dann ist es nicht schlimm. Dann kann ich die Nudeln für morgen für eine Nudelsuppe oder so verwenden. Deswegen, ich muss mal noch überlegen. Ich habe Milch aufgekocht. Die ist auch jetzt schon abgekühlt. Die fülle ich jetzt in meine Gläser. Stelle die hier in meinen Mini-Backofen, der nicht an ist. Ja, ich habe auch ein ganzes Video, wie ich meinen Joghurt selber mache. Der kann dann stehen. Dann haben wir nämlich morgen Joghurt. Ich habe hier schon Karotten, Sellerie und Zwiebeln geschnitten. Ich habe auch noch ein Glas, nee, ich habe noch ein Glas, ich habe noch 2 Gläser von unseren eingekochten Tomaten aus dem Garten. So, jetzt langsam will ich die Sachen, die im Vorratsraum sind, verbrauchen. Ist ja nicht viel, aber manchmal bin ich so geizig und ich finde es so schön, dass ich im Vorratsraum was stehen habe, was von unserem eigenen Gemüse war vom Garten. Deswegen bin ich da immer so sparsam. Ich hoffe wirklich dieses Jahr, dass wir dann noch mehr ernten, dass ich noch mehr so einkochen kann, Tomatensoßen und so weiter. Aber ich benutze auf jeden Fall für die Bolognese-Soße unsere Tomaten. Also ich lege los, ich mache schon mal, nee, erstmal mache ich meinen Joghurt, dann mache ich schon mal den Nudelteig, weil der soll ja auch noch mal eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Und die Soße mache ich dann, weil die darf auch vor sich hin köcheln. Ist ja immer ganz lecker, wenn die Bolognese ein bisschen länger kocht. Süppchen gucke ich mal. Ich glaube, die Kinder haben gesagt, die wollen eine Linsensuppe, eine türkische Linsensuppe. Ich gucke mal, ob ich die im Thermomix mache oder im Topf. Ja, schauen wir mal. Und dann einen gemischten Salat. Ich denke mal mit Avocado. Ich habe viele Avocados. So ein Avocado, Tomate mit rote Zwiebeln und so. Denke ich, ist ganz lecker. We will see. Wir starten erstmal mit meinem Joghurt hier. Meine Milch ist abgekühlt. Die hatte ich aufkochen lassen und dann abkühlen lassen. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen was von meinem Restjoghurt. Ich nehme jetzt mal auf die 4 Liter so 3 Esslöffel. Und dann nehme ich mir schon mal was von der Milch und verrühre das. Keine Klümpchen habe. Ich stelle die jetzt einfach hier in meinen kleinen Ofen. Den habe ich so ein bisschen warm gemacht und hier bleibt es jetzt mindestens so bei mir meistens 8 Stunden. Und dann kommt das in den Kühlschrank. Jo, tschüss. Ich mache jetzt 800 Gramm Teig, sicherheitshalber. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich eigentlich genau für meine Lasagne brauche. Wie gesagt, wenn was übrig bleibt, macht nichts. Also ich nehme jetzt 400 Gramm Hartweizen, also ich mache jetzt halbe halbe. Und 400 Gramm Emma. Und mal das. 8 Eier kommen dazu, bisschen Olivenöl, Salz.
Das ist jetzt ein Nudelteig mit hauptsächlich mit Ei. Hier haben wir dann auch ein bisschen Proteine, Ballaststoffe durch das Vollkorn, frisch gemahlen, alle Nährstoffe enthalten. Ich wollte eigentlich, ich mache mir ja immer, wenn ich mir, also wenn ich Lasagne mache, alles was ich mit Nudeln mache, mache ich mir immer eine extra Portion mit Linsennudeln. Das ist halt einfach, ja, Low Carb und ja, hat voll viele Proteine. Und ich wollte eigentlich mir, für mich, dann eine Lasagne machen mit Linsennudelplatten. Aber ich glaube, das hebe ich mir für ein andermal nach Ramadan auf, das Experimentieren, weil da muss ich mich erstmal durchtesten. Ich weiß nicht, wie der Teig dann wird. Mit der Mühle ist es ja nämlich auch praktisch, weil ich mir da auch mein Linsenmehl frisch mahlen kann. Jetzt lassen wir den Teig eine Stunde im Kühlschrank ruhen und dann geht es weiter. Und jetzt geht's an die Bolognese. Ich wusste es, ich habe gut, dass ich die passende Farbe heute anhabe. Ich habe überlegt, so, mache ich es jetzt schnell oder mache ich es jetzt langsam? Ah, ich habe das Tomatenmark vergessen anzubraten. Naja, nicht so schlimm. Und dann nehmen wir noch hier passierte Tomaten. Ich behalte auch immer diese Gläser, weil da mache ich dann immer meine eingekochte Tomatensauce rein. Das ist auch praktisch. Davon habe ich viele. Dann hoffentlich dieses Jahr wieder eine schöne große Tomatenernte. Und dann machen wir was von der Gemüsepaste mit rein. Das gibt auch nochmal zusätzlich lecker Geschmack. Dann gebe ich getrockneten Oregano mit dazu. Und Basilikum, das ist auch der aus unserem Garten gewesen letztes Jahr, den wir getrocknet haben. Salz und Pfeffer. Ganz klein bisschen Chili mache ich mit rein. Wir mögen schon ein bisschen scharf. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Da mache ich mir schnell meinen Nachtisch, weil der muss auch ein bisschen durchziehen. Ich mache jetzt extra meinen eigenen Nachtisch. Und zwar wollte ich mir so ein Protein-Schokopudding oder Mousse machen. So aus diesem körnigen Frischkäse. Weil ich habe jetzt angefangen, dann doch heute nochmal ein bisschen zu tracken, was ich esse, weil ich mal gucken, ob ich auf meine Proteine komme. Ich möchte halt nicht zu wenig essen. Das ist halt nicht gut. Das habe ich euch hier und da ja auch mal erklärt, ne? Wenn man auch gerade abnehmen möchte und so weiter, sollten wir Frauen nicht unbedingt zu wenig essen. Also nicht zu sehr im Kaloriendefizit sein. Mein Frühstück hatte jetzt 22 Gramm Eiweiß. Ich habe jetzt so hier ungefähr, dass ich so, ich sag so Minimum möchte ich immer 100 Gramm essen. Das ist wirklich nicht immer so einfach zu erreichen, wenn man nicht extra noch so Proteinshakes und so weiter trinkt. Ja, eigentlich man sagt so pro Kilogramm Körpergewicht, ja, manche sagen 1,5, manche sagen 2 Gramm Eiweiß berechnen. Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich sage immer so, ja, so, dass ich auf meine mindestens so 100 Gramm komme, ist gut, schaffe ich aber auch nicht immer. Deswegen, wie gesagt, tracke ich jetzt so ein bisschen. Mein Frühstück
Das war ja eine Mijou-Datteln, meine Heidelbeeren hatte ich ja, den Kefir. Ich hatte Hafermilch in meinem Matcha und 2 Eier. Das war jetzt insgesamt 22,4 Gramm Eiweiß und 424 Kalorien, 38 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Fett. Dann dachte ich mir, wenn ich dann schon Nachtisch esse, dann wenigstens etwas mit Protein. Vielleicht muss ich dann halt doch mal eben nach dem Essen irgendwas so mit Quark, mit eben körnigen Frischkäse, sowas halt mir nochmal machen. Das darf jetzt hier vor sich hin köcheln. Und wir machen uns den Nachtisch mit dem körnigen Frischkäse. Ich habe es geschafft. Ich habe mitbekommen, dass auch jetzt diese Woche bei, ich glaube, das sind die orthodoxen Christen, fasten auch. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch aussieht. Ich war ja katholisch und wir haben immer vor Weihnachten war bei uns so die Fastenzeit. Ich kenne mich da nicht mehr so richtig aus. Also ich kenn nur das. Da haben wir mal vor Weihnachten war es so eine Fastenzeit. Da war so, dann hat man kein Fleisch gegessen. Ich glaube eine Woche oder so. Könnt mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall, ja, für diejenigen, die jetzt auch noch ihr christliches Fasten begehen, wünsche ich auch viel Erfolg und eine schöne Fastenzeit dann auch an euch. Schön, dass wir gleichzeitig fasten. Ich glaube, bei euch sieht es ja dann auch ein bisschen anders aus. Das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, für diejenigen, die jetzt das christliche Fasten begehen, wie ihr das macht, was ihr da macht, auf was ihr verzichtet. Das würde mich super gern interessieren. So, körniger Frischkäse. Ich notiere mir hier dabei gleich in meiner App mal gucken, wie viel Proteine und Kalorien und so weiter das Ganze hat. Dann nehme ich einen Esslöffel Chiasamen. Kakaopulver, ich denke so ein großer Esslöffel sollte reichen. Und dann für die Süße könnt ihr jetzt entweder Ahornsirup, Honig oder ihr nehmt komplett irgendwelche so Süßungsmittel. Ne? Viele benutzen ja so diese Chunky Flavor Sachen und so. Ich habe mir da mal was zum Testen geholt, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es auch diese ganzen Proteinshakes. Ich mag diesen Süßstoffgeschmack nicht, weil erstens ist mir das dann immer zu stark. Also ich mag das einfach nicht. Dann süße ich lieber mit natürlichen Süßungsmitteln als mit sowas. Also leider, ich kaufe mir schon zwar, ich habe zum Beispiel so Proteinriegel, die sind auch vegetarisch, da muss man ja auch immer aufpassen, weil da in vielen Kollagen drin ist. Mein Kollagen ist ja extra ein heller Kollagen. Muss man halt auch aufpassen. Und in den Riegeln ist zwar auch so Süßungsmittel, aber das geht noch. Also bei manchen Sachen geht es. Aber so generell ist es immer ein bisschen doof. 2 Datteln, das Kakaopulver, Chiasamen und der Könige Frischkäse. Da haben wir dann hier drin 428 Kalorien, 30 Gramm Kohlenhydrate, 32 Gramm Eiweiß. Also ist auf jeden Fall sehr gut und 16,1 Gramm Fett. Ich mache noch die Datteln rein und dann brühen wir das Ganze. Habe ich mir schon gedacht. Das ist ein bisschen fest mit dem körnigen Frischkäse. Warte mal. Ich gebe jetzt mal einen kleinen Schluck Milch dazu. Weil die Chiasamen dicken das Ganze ja auch nochmal an. So, jetzt haben wir es aber. Schwere Geburt. Was hatten wir ja letztens? Hatten wir ja auch so, ne? Was war das? Das war ja auch so mit Chiasamen gewesen. Auch Kakao. Und was hatte ich denn gemacht? Der war nämlich auch lecker gewesen. Das habe ich vergessen. Manchmal muss ich selber meine eigenen Videos gucken. Was ich da gemacht habe, was ich da reingemacht habe. Ich vergesse es nämlich selber. Riecht auf jeden Fall lecker. Probieren können wir es noch nicht. Das machen wir dann heute Abend. Aber auf jeden Fall ist das ein schöner Proteinpudding. Wer da jetzt irgendwie Kalorien sparen will, dann könnte man die Mijou-Datteln da, wie gesagt, durch diese Süße ersetzen. Aber ich komme nicht auf meine... Also ich muss gucken, dass ich auf meinen Grundumsatz komme. Also ich versuche schon genug zu essen, dass ich auf meinen Grundumsatz komme. Ich will da nicht so viel drunter sein. Ist halt auch nicht gut für uns Frauen, so für unseren Hormonzyklus und so weiter, da immer irgendwie zu wenig zu essen. Dann lieber halt Sport treiben, so dass wir in den Fettverlust kommen, Muskeln aufbauen, weil wir damit unseren Grundumsatz erhöhen, anstatt zu hungern. Ist auf jeden Fall jetzt schon schön fest, aber jetzt kommt es nochmal in den Kühlschrank und dann gucken wir mal, wie das schön kalt schmeckt. Bin ich echt gespannt. Ja, heute ist wieder Dings. Was ist los? Mach die Augen! Ich wollte meinen Teig mit... Ich habe ja so einen Aufsatz für die KitchenAid, um Teig auszurollen. Beziehungsweise Nudelmaschine nennt sich das ja, ne? Ich weiß nicht, ob mit dem Teig was nicht gestimmt hat oder so, aber irgendwie ist, glaube ich, doch zu ungeduldig. Ich glaube, ich hätte den einfach vorher schon ein bisschen mehr ausrollen sollen, ein bisschen mehr mit dem Grieß bestreuen.
Naja, auf jeden Fall hat es nicht geklappt, da bin ich sauer geworden und habe jetzt angefangen, den selber auszurollen. Reicht ja, das ist ja eh für Lasagne, braucht man ja so fette Platten. Deswegen passt es sowieso egal, geht jetzt glaube ich schneller als da jetzt rumzufummeln. Mache ich es jetzt mit der Hand. Ach, Mensch, ich sag's euch. Heute ist wieder der Wurm drin. Ich bin jetzt voll im Stress, weil die Lasagne muss in den Ofen. Salat haben jetzt die Mädels geschnippelt. Ich glaube, ich hätte das schon so vorrollen müssen und dann in die Maschine rein. Ich glaube, ich habe es einfach die ganze Zeit zu dick reingemacht. Bechamel haben wir hier im Thermomix gekocht. Bechamelsoße. Oh, krass doch genau. Ich habe jetzt den Rest von den Lasagneplatten. Schneide ich jetzt einfach solche groben Nüdelchen. Die kann man dann für die Suppe verwenden. Ich habe auch noch Teig über. Da muss ich auch mal gucken, was ich morgen daraus mache. Aber das ist jetzt so, da kann man so für Nudeln benutzen. Lasse ich jetzt einfach so trocknen an der Luft. Das ist genau eine Portion für so eine Nudelsuppe. Mache ich mal vielleicht morgen eine Hühnersuppe. Dann kann das mit rein. Boah, die ist eine fette Lasagne. Mit Fettkäse. Hoffentlich läuft die nicht über. Knappe Kiste. Die Lasagneplatten haben mich jetzt irre gemacht. Aber ich habe gemerkt, es war mein Fehler. Der Teig war vollkommen in Ordnung. Ich hätte einfach mehr von dem Hartweizengrieß verwenden sollen und den Teig vorher schon so ein bisschen ausrollen. Ich habe die ganze Zeit den versucht, so dick in die Nudelmaschine reinzustecken. Ich glaube, das war einfach mein Fehler. Und dann war ich so ungeduldig und dann ging es irgendwie so schneller. Egal. Auf jeden Fall, Suppe mache ich jetzt schnell. Ein Thermomix ging jetzt einfach schneller. Linsensuppe. Aber das kennt ihr ja, das habe ich ja schon oft gemacht. Linsen, Zwiebel, bisschen Kartoffel. Kochen, würzen. Ganz einfach. Und dann haben wir hier den Salat. Die Lasagne ist im Ofen, die wächst ganz schön. Die haben wir gut geschichtet. Die ist gerade richtig fett. Dressing ist bei mir klassisch. Granatapfelsirup, Zitronensaft, Olivenöl, Sumak, Salz, Pfeffer. Das war's. Der Dings schmeckt voll lecker. Ja, ne? Was? Warte, kannst du mir aus dem Topf Das ist Granatapfel, Zitrone. Die Lasagne ist auch hier irgendwie so ein Hebekloß. Wie so ein Flunder. Wie eine Flunder. So, wir haben die Vorspeise gegessen. Suppe, jetzt wird erstmal gebetet und dann geht's an die Lasagne, weil nach dieser Lasagne hat man keine Kraft. Das dann mit so vollem Magen zu beten ist immer. Deswegen sollte man sich auch nicht vollstopfen. Aber Beste ist erstmal die Vorspeise, Suppe trinken und dann in Ruhe beten. Vor allem, wenn die Lasagne aus dem Ofen kommt, sollte die auch so 10 Minuten ein bisschen stehen und dann erst schneiden, weil sonst verläuft die immer so auseinander. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سمع الله لمن حمده الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله رب العالمين تشانه الله أكبر Oh, die sieht saftig aus. Wow. Schau dir das mal an. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schichten. Super. 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 Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Wow. So, wir machen den Taste-Test mit den die Lasagneplatten. Warte mal, ich habe mal selber die Lasagneplatten gemacht, aber ich glaube, die waren rein Hartweizen, oder? Noch, also so mit dem Mix Hartweizen und Emma-Vollkorn habe ich nicht gemacht. Ey, und übrigens, ich trinke nie süße Getränke. Nie. Außer im Ramadan. Ich weiß nicht, was das an sich hat. Sag mir mal. Zum Iftar brauche ich auch immer irgendwas, so ein Getränk. Jetzt haben wir hier so einen Eistee. Granatapfel. Nur im Ramadan habe ich diese Cravings auf Getränke, weil sonst brauche ich keine Getränke. Ich trinke nur Wasser. Aber im Ramadan ist das nochmal Next Level. So, wir machen den Taste-Test. Ganz kurz, solange die Kinder am Tisch sind. Ich bin nur ganz vorhin, wo ich noch auf die Suppe gewartet habe. Und ich überfliege dann so manchmal schnell die Kommentare. Ich glaube, wir machen das mal öfters. Das machen wir dann schön mit Tee sitzen und dann so ein bisschen hier wieder die Kommentare vorlesen. Sagt mir das, ob ihr sehen wollt, ist dann so eine direkte Reaktion auf den Ramadan-Vlog von gestern. Hier ist eine, ich erkenne die öfters. Die schreibt immer böse Sachen. Oder? Ich glaube, manchmal erkenne ich die Person am Profilbild. Also es ist immer ein Vorteil, wenn ihr ein auffälliges Profilbild habt und neben euren Namen und regelmäßig schreibt, dann fällt mir das auf. Auf jeden Fall hat die Person geschrieben, ich kann einfach nicht verstehen, dass 16-jährige Teenager alles gerne essen, was du kochst. Dass sie nie mäkeln. Dass sie alle fasten wollen. Ist das wirklich so? Jedes Kind ist doch ein Individuum. Haben eure Kinder auch deutsche Freunde? Man hat noch nie gesehen, dass da mal Besuch war oder ihr filmt das nicht. Also erstens mit Besuch und Film. Also... nicht jeder möchte auf YouTube zu sehen sein. Ich glaube, das ist jedem bewusst, oder? Also generell, wenn wir Besuch haben, ich frage auch nicht mal, ich filme die Leute einfach nicht, ja? Es sei denn, es ist meine Mama, dann frage ich sie, aber sonst, ich schäme mich sogar zu fragen jetzt, dürfte ich euch filmen? Also ich mache das nicht mal, ja? Also für mich ist das unangenehm, auch wenn hier Besuch ist, filme ich hier niemanden, ja? Also... das ist nicht etwas, dass jemand unbedingt in einem YouTube-Video sein möchte. Das ist bei den Kindern ja auch nicht anders. Die wollen auch nicht immer zu sehen sein. Und zum Thema Essen. Nee, also, weißt du was? Ich koche jeden Tag für 10 Personen. Riesentöpfe, Riesengerichte und dann schmeiße ich alles in den Müll. Und die Kinder gehen zu gehen Fastfood essen. Ja, also das ist so eine komische Frage, dass man das fragt. Ich meine, für wen koche ich das denn? Essen deine Kinder alles auf? Nein, aber das ist ja eine Sache. Das ist ja eine Sache, dass es nicht immer vielleicht unbedingt schmeckt, sage ich jetzt mal. Ne? Also den Kindern zum Beispiel Lasagne, oh, ist Favorite. Und dann koche ich mal einen Grünkohl-Eintopf. Naja, dann schreien die jetzt nicht gerade so, yippie, heute gibt's Grünkohl. So, wisst ihr, was ich meine? Aber die Kinder sind das gewohnt. Die kennen es nicht anders. Und man ist das beste Vorbild, sag ich immer, ist man selber. Und die Kinder auch, so Dinge, die ich mir extra mache, die ich selber mache, die sehen dann, oh, macht es uns auch und so. Also sie sind erst recht jetzt, wo sie in dem Alter sind, auch gerade so die Mädels und so, die denken auch so langsam so dran, oh nee, wenn ich so das esse, das tut meine Haut nicht gut, davon kriege ich Pickel oder sowas. Also ich weiß, dass es eine Seltenheit ist, dass Kinder alles essen, aber das ist etwas, was anerzogen ist, ja. Hier wird gegessen, das, was auf den Tisch kommt, das war von klein auf so.
hier gibt es keine extra Würste, ja, dass man sagt, oh, das magst du nicht, na komm, dann mache ich dir was anderes. Sowas gab es nicht, deswegen essen die Kinder alles. Wir haben hier die einzige, ich sag jetzt mal, ja, einzige ist hier unsere Esma. Die ist hier die nicht normale. Sie mag nämlich keine Erdbeeren und keine Tomaten. Keine Kiwi? Ja, Obst so generell so eigentlich, außer Banane und Apfel. Ja, ansonsten, ja, aber dann ist es so, dann kann man das halt auch weglassen. Aber so vom Essen her, vom Kochen her, wie gesagt, es gibt Dinge, die schmecken denen mehr und Dinge, die schmecken denen weniger. Hier wird alles gegessen, was auf den Tisch kommt. So, fertig. Wir essen jetzt unsere Lasagne und dann probieren wir den nach. Ach so, Fasten. Und mit den deutschen Das ist unsere Pflicht zu Allah und das wird allein unser Glauben und das ist für ihn alles. Ne? Ahmed hat gesprochen, MashaAllah. Ja. Ja, also das habe ich auch schon erzählt, eigentlich in dem Video, dass Kinder schon anfangen selber, weil die sehen, die Eltern fasten, die kriegen das alles mit. Die wollen schon von klein auf, dass die sagen, oh, ich will auch mitmachen und so weiter. Und dann fasten die mal 2 Stündchen. So, das ist eine Gewohnheit. Und jetzt sind sie in dem Alter, wo sie auch mehr das Verständnis haben für ihren Glauben. Und das ist für die auch selbstverständlich. Wir probieren noch den Nachtisch. Da bin ich mal gespannt. Der ist auch richtig schön fest. Muss nicht sein. Konsistenz ist schön, aber und das andere, was ich gemacht hatte, war besser. Ich weiß nicht, was mich hier stört. Ich glaube, es ist der Cottage Cheese. Oder ist zu wenig süß. Vielleicht hätte man da Ahornsirup reinmachen müssen. Aber ich esse trotzdem die Hälfte davon. Damit ich meine Proteine bekomme. Muss nicht sein. Braucht er nicht nachmachen. Wenn ich jetzt die Hälfte noch davon esse, dann habe ich insgesamt gegessen 1216 Kalorien. Das ist so ungefähr, zum Beispiel, ich habe hier Lasagne selbstgemacht eingegeben, aber du kannst hier zum Beispiel nicht eingeben, dass ich ja selbstgemachte Nudeln benutzt habe. Und zwar mit Emma Vollkorn, Hälfte und Hälfte Hartweizen, weil Emma hat auch noch einen guten Eiweißgehalt. Deswegen kann man das hier nicht so genau nehmen. Es ist halt so eine ungefähre Messung, ne? Also habe ich hier 128 Gramm Kohlenhydrate, 66 Gramm Eiweiß, 47 Gramm Fett. Ich glaube, ich esse dann noch einen Proteinriegel. Der hat dann nochmal die 15 Gramm Proteine noch dazu. Seht ihr, es ist so schwer. Oder ich mache mir noch ein Isoclear. Das ist halt Proteingetränk, was halt eher wie so ein Getränk ist und nicht wie so ein Milchshake. Das trinke ich immer beim Sport. Das kriege ich noch so runter. Aber wie gesagt, diese milchigen Shake-Dinger, die schmecken mir immer nicht. Naja, falls ihr darauf achtet, proteinreich zu essen, sagt mir mal, wie ihr das schafft, auf eure Proteine zu kommen. Ist nicht so einfach. Deswegen ist es immer manchmal ganz gut, das zu tracken. Dann sieht man das so ungefähr. Ja, 1200 Kalorien sind auch noch zu wenig. Das ist viel zu wenig. Nee, morgen ist Montag. Morgen Abend flitze ich zum Sport. Da können wir keine Quasselrunde machen. Dann beende ich Ramadan Tag 2 für heute. Und wir sehen uns, inshallah, morgen bei Ramadan Tag 3 wieder. Danke fürs Zuschauen. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hier findet ihr auch immer das letzte Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis morgen.